Guten Morgen. Ich habe heute richtig ausgeschlafen. Wir haben ca. 12 Uhr. Ich freue mich jetzt einfach nur auf diesen Tag. Ich werde jetzt gleich frühstücken. Ich habe nämlich einen riesengroßen Hunger und ich zeige euch natürlich, was ich gleich wieder frühstücken werde. Ich fühle mich richtig gut. Ich habe nicht so großen Muskelkater bis jetzt vom Sport. Es fühlt sich aber so an, als könnte der noch kommen. Ich hoffe, dass ich es schaffe, bevor der Muskelkater richtig rauskommt, dass ich dann meine zweite Trainingseinheit gemacht habe, weil morgen ist natürlich sportfrei. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall erstmal, was ich frühstücke und wir sehen uns später. Für mich gibt es jetzt hier erstmal ein Baguette mit Käse. Das ist so, hier, das ist das Baguette. Das ist quasi gedrittelt worden und dann im Toaster gegart worden. Ich glaube, vorher halbiert. Und ich freue mich jetzt drauf, das esse ich jetzt als erstes, während ich hier meinen Kaffee trinke. Und dann folgen hier wahrscheinlich noch 1 bis 2, das weiß ich noch nicht, auch mit der Kalbsleberwurst oder da hinten mit der Hähnchenbrust. Und auf jeden Fall esse ich mir hier heute noch einen Apfel. Und so sieht jetzt mein Frühstück aus. Ich starte mit Käse und mache weiter mit Leberwurst. Hier ist jetzt die Leberwurst-Variante. Es ist auch eine dünnere Scheibe, aber mag ich umso lieber, weil man dann mehr die Leberwurst schmeckt. Ich liebe ja Leberwurst, ich liebe sie total. Sie kommt gleich nach Lachs, glaube ich. Also vielleicht ein bisschen weiter unten. Aber ich esse die ja sonst nicht. Und das ist so cool, wenn man Urlaub hat, dann isst man einfach all das. Also ich, nicht immer, nicht in jedem Urlaub, aber in diesem Urlaub isst man dann das, was man sonst nicht isst, weil man es sonst nicht isst. Weil das Brot so lecker ist und ich irgendwie noch Bock habe, gibt es jetzt noch das hier. Das ist so ein kleines Restbrot. Da tue ich mir jetzt hier von 1, 2 Scheiben drauf. Und dann ist mein Frühstück auch vorbei. Dann werde ich mir noch einen Kaffee trinken, hier den Apfel essen und meinen Tag genießen. Bis zur nächsten Mahlzeit. Ich werde jetzt das hier mir präparieren und wir sehen uns später. Ich wollte gerade sagen, ich snacke wieder, aber eigentlich ist es mein Mittagessen. Ich habe mir jetzt 3 Pflaumen aufgeschnitten. Dann habe ich hier einmal Schafskäse 2 Scheiben und hier drüben einmal Ziegenkäse 2 Scheiben. Weil ich dachte, ich kann das irgendwie direkt im Vergleich probieren. Das hat mich jetzt irgendwie mal interessiert. Ich werde das jetzt genießen und wir sehen uns später. Es gibt jetzt Abendessen und ich freue mich schon tierisch drauf. Das ist die Vorspeise von heute. Das ist ein Tomatensalat mit Orangen. Das ist aus einem Kochbuch, aus dem wir gerne kochen, besonders wenn wir im Urlaub fahren. Das ist das Sizilien-Kochbuch. Ich weiß gerade nicht von wem. Und meine Schwester hat diesen Salat gemacht und der sieht doch total lecker aus. Ich esse natürlich nicht die ganze Portion. Ich esse mir ein wenig davon. Ich hoffe nicht zu wenig und werde ihn genießen. Bis gleich. Jetzt gleich gibt es den zweiten Gang und ihr seht schon, es gibt Pizza und ich freue mich tierisch drauf. Das ist nicht die einzige Pizza. Hier ist auch noch eine. Wir teilen uns die ja schließlich. Die hat jetzt mein Liebster zubereitet. Die ist auch aus dem Sizilien-Kochbuch und ich freue mich total drauf, weil wir haben die einmal vorher gegessen und das ist schon ewig her. Da waren wir in einem anderen Urlaub. Und wir hätten alle nicht gedacht, dass die so lecker schmeckt, aber die hat uns wirklich gut geschmeckt, weil hier, da sieht man es, da sind Sardellen drauf, ganz viele Sardellen und wir waren alle nicht so überzeugt von Sardellen auf der Pizza, beziehungsweise hatten, glaube ich, alle die Erfahrung noch nicht gemacht und wir waren total begeistert davon. Deswegen gibt es jetzt diese Pizza von meinem Liebsten diesmal zubereitet und ich freue mich drauf, die jetzt gleich einfach zu essen, aber ich glaube, ich bin hier nicht die Einzige, die jetzt sich freut, die zu essen. Das ist jetzt mein Abendessen. Hier ist Futurelity. Ich habe es einfach nicht auf die Reihe bekommen, mein Abschlussvideo zu machen. Ich musste einfach ganz, ganz dringend ins Bett, weil ich hier eigentlich immer ganz dringend ins Bett muss, weil die Abende so lang sind. Wir reden immer richtig lange und das ist auch irgendwie schön, weil man einfach die Zeit mit seinen Liebsten genießen kann. Und es ist auch einfach schön, weil wir halt wirklich viel zu reden haben und das Essen ist hier auch immer ein totales Highlight. Es gab Pizza, also der Boden war ein Fertigboden, weil wir einfach es uns einfach gemacht haben. Aber es war super lecker. Also die kann ich wirklich empfehlen. Das ist aus dem Sizilien-Kochbuch. Ist mal was anderes. Ist nur krass, wie salzig Sardellen sind. Ich meine, ich weiß, wie salzig Sardellen sind. Aber so ist schon krass, wenn man dann zwischendurch sich mal schütteln muss. Aber man kann sich ja Abhilfe verschaffen. Einfach noch ein paar Tomaten drauf tun oder so. Auf jeden Fall war es super lecker. Und der Salat, den es vorher gab, der war auch richtig lecker. Den werde ich jetzt auch mal öfter machen. Ich habe mir vorgenommen, auch öfter aus diesem Kochbuch zu kochen, weil ich total gerne das Essen aus diesem Kochbuch esse. Und das ist, glaube ich, von Andreas Hoppe. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie Werbung, aber ich liebe dieses Kochbuch. Aber es ist eins der wenigen Kochbücher, nach denen wir irgendwie so in der Familie kochen. Sonst gibt es noch Siebeck, also hoch und runter. Das war es dann schon. Und das ist einfach schön, wenn man dann gemeinsam was hat, was man lecker findet und man das gemeinsam genießen kann und gemeinsam danach kochen kann. Ist für mich ein totales Highlight. Also der Salat war richtig lecker und die Pizza war auch richtig lecker.
Ja, war für mich wieder mal ein Highlight-Abendessen. Mit dem Sport habe ich ja schon gesagt, den habe ich durchgezogen. Check! Da bin ich total happy drüber. Meine Schritte habe ich nicht geschafft und ich habe es noch nicht mal versucht, weil es war einfach zu viel Abstand für mich. Ich hätte noch Gas geben können, aber ich bin einfach total durch gewesen. Ich habe den Sport richtig krass gemerkt. Also ich habe ihn wirklich richtig krass gemerkt. Ich hätte mich nach dem Sport eigentlich schon ins Bett legen können, aber das Essen hat gebunken. Deswegen habe ich mich nach dem Sport nicht ins Bett gelegt. Ich war einfach zu schwach, meine Schritte voll zu machen und habe es einfach genossen, dass ich nicht den Stress hatte, es jetzt zu tun. Also ich merke schon, dass ich mich im Moment weniger bewege. Ich habe schon das Gefühl, ich nehme zu, besonders mit dem Essen her, also so im Kopf. Ich versuche trotzdem meinen Kopf auszustellen, dass ich mich da nicht reglementiere, also dass ich nicht mich fertig mache und ich versuche dahin zu kommen, dass ich wirklich aufhöre, wenn ich satt bin. Aber ich habe halt einfach das Gefühl, dass es schon bei mir ein bisschen nach oben geht. Ich habe aber die Erfahrung gemacht bei den letzten Urlauben, dass das gar nicht so dramatisch war und dass es mein Kopf eigentlich viel radikaler war oder dass mein Kopf eigentlich mich viel mehr fertig gemacht hat, als ich mich hätte fertig machen müssen. Ich arbeite an mir, dass ich entspannt bleibe, schon so ein bisschen, aber nicht mehr so viel wie früher. Ich denke mir jetzt, es ist jetzt Urlaub und alles Weitere kannst du dir angucken, wenn du zu Hause bist. Trotzdem achte auf deine Grundparameter und das ist aufhören, wenn ich satt bin. Und das funktioniert mal mehr, mal weniger. Also wirklich. Und vor allen Dingen nehme ich mir immer vor, nur zu frühstücken und dann habe ich doch Hunger, irgendwie so zwischendurch und dann esse ich doch was zwischendurch. Und das nervt mich dann ein bisschen. Aber egal, das gehört einfach dazu. Also beziehungsweise es gehört nicht dazu, aber ab nächster Woche esse ich eh wieder normal. Und damit meine ich nicht, dass ich nächste Woche wieder Vollgas gebe und richtig durchstarte und so weiter und so fort. Nein, natürlich werde ich wahrscheinlich am Anfang stärker auf meine Kalorien achten, weil ich jetzt so lange nicht auf meine Kalorien geachtet habe. Aber ich werde es trotzdem normal angehen. Also ich tendiere sonst dazu, es strenger anzugehen. Aber ich werde es jetzt einfach trotzdem normal angehen und nicht sagen, okay, du hast jetzt die ganze Zeit geschlemmt, jetzt musst du mal ein bisschen härtere Bandagen auffahren. Ich denke, ich werde es so wie Ende letzten Jahres machen, dass ich dann irgendwann mittwochs, glaube ich, einen Shake-Tag mit einbeziehe. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Also sonst bleibe ich bei meinem Kalorientracken und mal intuitiv. Und versuche jetzt die nächste Zeit entspannt anzugehen und nicht in diese Hardcore-Phase reinzufallen, in die ich immer reinfalle, wenn ich meine lockere Phase hatte. Dass ich meinen Sport durchgezogen habe, ist für mich ein richtiges Highlight. Dass er mir Spaß gemacht hat, das war für mich auch ein wichtiges Highlight. Dass ich so entspannt mit meinen Schritten umgegangen bin, war für mich auch super. Ansonsten war ich einfach nur froh, dass ich dann wieder in meinem Bett lag. Ich freue mich aber jetzt auch schon ein bisschen langsam auf zu Hause, weil ich einfach mein Bett liebe. Also hier das Bett ist nicht so highlightig jetzt wie in Japan. Es ist aber auch kein 5-Sterne-Hotel. Aber ich liege so gerne in meinem eigenen Bett und ich freue mich jetzt schon tierisch drauf, dass ich die ganze nächste Woche einfach nur in meinem Bett liege. Und ich werde es total genießen. Also und auch in meiner Wohnung zu sein. Ich bin einfach super gerne in meiner Wohnung. Also da freue ich mich jetzt schon ein bisschen stärker drauf als sonst, weil wir jetzt ja auch vorher in Japan waren und wir hatten jetzt quasi nur eine Nacht bei uns zu Hause. Und ich freue mich einfach, die Zeit dann in meiner Wohnung zu genießen. Ich liebe meine Wohnung. Ich bin im Urlaub mit meinen Liebsten, deswegen erlebe ich nicht so viel, aber ich werde jetzt wieder in den aktuellen Tag huschen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.